insgesamt 4 Monaten, die wir etwas ungeplant in Griechenland verbracht hatten, wollten wir so langsam weiterreisen. Die letzte Woche unseres Griechenlandaufenthalts verbrachten wir auf Chalkidiki, wo wir zusammen mit Stephanie und Jeremy von Olaf in the Van ein paar richtig schöne Tage verbrachten und nochmal so richtig das Meer und wunderschöne Buchten genießen konnten. War deine Nacht? Ja, sehr gut. Ich wurde dich einmal gestochen. Guten Morgen. Oder eigentlich guten Mittag. Wir sind keine Ahnung, um 5:30 Uhr aufgestanden, um den Sonnenaufgang hier schön über dem Athos zu sehen. Und danach haben wir nochmal geschlafen und jetzt ist es so heiß in unserem Bus, dass wir jetzt erstmal eine Runde uns abkühlen im Meer und die Unterwasserwelt auschecken mit Schnorchelsachen und so weiter. Malte, ich brauche noch einen kleinen Moment. Ich sag dir, wenn es losgehen kann. Over. So, wir sind... wir sind jetzt heute von Chalkidiki runtergefahren Richtung türkischer Grenze. Ich glaube, es waren ungefähr 300 Kilometer und jetzt sind wir hier an einem sehr schönen Strand angekommen. Und Malte kann es mal wieder nicht lassen. Er will hier rauffahren und jetzt gucken wir mal, ob er das schafft. Ich fahr jetzt los, Franzi. Over. Okay, das hat er jetzt erstmal geschafft. Ich bin leider nicht in der Spur geblieben, ey. Aber ich glaube, es geht. Gleich eingebuddelt. Dann würde ich sagen, pennen wir hier. Ich war ein bisschen zu stark eingeschlagen, die Reifen. Alter, aber guck mal bitte, was du da für eine Ja, ich hätte die Reifen zu stark eingeschlagen. Wühlspur. Die bremsen ja extrem, wenn die so schräg eingeschlagen sind. Sonst hätten wir viel mehr Schwung gekriegt. Aber es war dein Tipp auch mit dem Reifendruck ablassen. Das hat vollkommen ausgereicht. Du brauchst die Sandbleche gar nicht. Ja. Und jetzt versuchen wir dann mal wieder rauszubekommen. Und das hier ist die Straße oder der Weg, auf dem wir jetzt fahren werden gleich. Mal gucken, ey, ob das was wird.
man kann auch solchen Strand mit einem Vulkan. So, Leute, hier. Trade on. Wir machen uns jetzt bereit. Krass, es ist tatsächlich das erste Mal für uns, dass wir jetzt so eine Nase-Mundschutz, Mund- und Nasen, eine Atemschutzmaske, wie nennt man das? Ja. Eine Schutzmaske. Wie auch immer. Das ist das erste Mal für uns, dass wir sowas jetzt mal anziehen, weil wir fahren jetzt in die Türkei. Noch hat die EU auf jeden Fall die Reisewarnung für die Türkei nicht aufgehoben. Das heißt, wenn wir jetzt aus der Türkei nach Deutschland wieder zurück einreisen wollen würden, dann müssten wir 14 Tage in Quarantäne. Unser Plan ist ja eigentlich weiter nach Georgien zu reisen. Georgien macht aber voraussichtlich die Grenzen für ausländische Touristen erst ab dem 1.8. auf und wir hoffen, dass das auch so bleibt und dass sich da nichts ändert. Das heißt, noch können wir nach Georgien nicht weiter. Ich glaube, zurück nach Griechenland könnte auch schwierig sein, weil man vielleicht in Quarantäne muss. Bulgarien weiß ich nicht so genau. Aber irgendwie, wir sind jetzt schon 4 Monate in Griechenland. It's time to move on. It's time to go. Wir sind jetzt an der griechischen Grenze in die Richtung Türkei und müssen jetzt durch die Pass- und Fahrzeugkontrolle. First we are going to Kesan. Is Kesan? Yes, first. 40 Kilometer. Yeah. Ja. And after we are going Izmir. Direction Izmir. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt rüber dürfen. Hinter den LKWs habe ich jetzt verstanden. Wir müssen warten, ja. Wir müssen jetzt erstmal warten. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Hier so durch so ein Desinfektionsding. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja, Alter. Jetzt werden wir hier wirklich desinfiziert. Ist ja voll krass, oder? Merhaba. Jetzt kommt erst die Einreise. Ich glaube, wir müssen für das Desinfizieren vielleicht zahlen heute. Ich weiß es nicht. Reicht, ja. Thank you. Teşekkürler. So, jetzt müssen wir nochmal Fieber messen gehen. Also uns wurde jetzt gerade noch Temperatur gemessen. Und jetzt wird anscheinend, glaube ich, jetzt wird nochmal das Auto registriert. So, aber dann sind wir auch wahrscheinlich schon gleich durch. Fahrzeug registriert. Wir haben dazu die grüne Versicherungskarte, den Reisepass des Fahrzeuginhabers und die Fahrzeugpapiere, also Zulassungsteil 2 benötigt. Ja, und dann haben sie noch einmal in unser Auto reingeguckt, aber war auch alles okay. Dem war es hier zu warm drinnen. So. Ja, dem war es hier zu warm drin, glaube ich auch. Und jetzt sind wir in der Türkei. Ich muss sagen, ich war ja vorher ein bisschen aufgeregt, irgendwie jetzt in die Türkei einzureisen, weil in Griechenland war alles so entspannt irgendwie in der ganzen Corona-Zeit. Es gab super wenig Infizierte und so. Und genau, irgendwie Türkei. Aber die Leute waren alle sehr freundlich jetzt, ne? Ja. Sehr freundlich, kein Stress. Ich weiß nicht, was jetzt nochmal kommt. Wir haben mal geguckt auf unser Nummerschild im System. Es wird echt jetzt bei unser Nummerschild eingegeben. Ja, okay. Du wusstest dann gleich mal der Hedrich. Ich weiß nicht, ob das beruhigend oder irgendwie gesagt. Nee, Quatsch, wir sind in Deutschland. Welcome to Turkey! Jetzt gibt es Ayran und zwei. Ich gleich erstmal einen leckeren Ayran erstellt und noch zwei Dürüm, einmal mit Hühnchen und einmal mit Rind. Wir waren gerade eine SIM-Karte holen und Geld abheben. Und eigentlich wollten wir direkt zum Auto zurück, weil wir ja immer denken, Grenzstädte sind ein bisschen mehr Kriminalität. Da sollten wir unseren Bus vielleicht nicht so lange unbewacht lassen. Aber jetzt hat uns einfach der Dürüm in den Laden gezogen. Jetzt müssen wir erst noch was essen. Das ist gelernt.
Das nicht. Na, Mädchen? Wie war die Nacht? Ups. Also temperaturmäßig war es die beste Nacht seit 2 Wochen, aber leider haben wir hier irgendwie so einen Spot, der total schön ist, aber gleichzeitig auch hochfrequentiert, vor allen Dingen mitten in der Nacht und vor allen Dingen mit Autos, die alle mit extrem lauter Musik hier stehen und halt Party machen. Um 4 Uhr morgens war hier irgendwie ein Auto und hat erstmal richtig laut Mucke aufgeregt und hat direkt neben uns geparkt und wir hatten alle Fenster offen. Es war so quasi, als würden wir bei dem auf der Rückbank sitzen. Und wie spät ist es jetzt? Jetzt ist es 7 Uhr und hier geht auch schon seit einer Stunde die Post ab und wir wissen nicht, was los ist, ey. Olsun gel ayağımız yerden kesmiş. Buraya getir ben bunu. Geçmez mi? Yok yapma sen. Akşam çekerim yani belki ben.